So, die kurze Pause ist vorbei. Ich hoffe, ihr konntet euch mal ein bisschen die Füße vertreten. Habe ich auch gemacht. Mal einmal kurz ein bisschen, den Hals ein bisschen gewässert und sowas. Kennt ihr ja, damit das alles ein bisschen besser wächst und wuchert. Ja, wir haben jetzt die Grundlagen hinter uns. Wir wissen jetzt im Endeffekt, was ein Container ist. Ich habe es mehrfach gesagt und erwähnt, dass der flüchtig ist und tralala. Ich sage es extra nochmal. Und wir fangen jetzt damit an. Ich schalte mal wieder um, dass wir hingehen und ja, den ersten Test-Webserver einfach nur mal zu verstehen mit dem Container, wie rolle ich einen Container aus, dass wir den jetzt als allererstes mal ausrollen. Womit fängt das Ganze im Endeffekt immer wieder an? Man ist auf der Docker-Hub-Seite, findet halt eben auf irgendwelchen Wegen irgendwie ja ein Container-Image und meistens in 95% der Fälle gibt es eine lange Erklärung, was kann man mit diesem Container-Image alles tun. Es gibt Variablen oder sonst was, doch trotzdem hat man meistens ganz oben schon mal die erste Erklärung stehen, wie man so einen Container starten kann. Hier ist auch als allererstes mal ein Befehl angegeben. Ich scroll mal näher ran, dann ist er nicht ganz so klein für euch. Docker run Name, es ist einfach nur der Name des Containers, -v, erster Part auf dem Host-Betriebssystem, was für Daten, Doppelpunkt und wo liegt das Ganze im Endeffekt auf dem oder in dem Container sozusagen. Und -d ist im Endeffekt das ganze Image, damit das ganze Image auch nachher läuft. So, das Ganze wollen wir jetzt einfach nachbauen. Wir nutzen nicht die Konsole. Man könnte das jetzt hier so kopieren und dann würde dieser Nginx den Inhalt von some Content in dem Ordner, also in dem Container-Ordner namens User Share Nginx HTML im Endeffekt uns anzeigen. Wir wollen das Ganze jetzt einfach mal nachbauen auf unserem Portainer, klicken dafür auf die Container und sagen Add Container. Sagen wir einfach mal Webserver. Docker Hub ist das, wo wir uns das herunterladen wollen und wir haben ja gerade eben hier schon gelernt, ich scroll mal ein Stückchen hoch, das Ganze heißt ja einfach Nginx und wir wollen die latest Version haben. Also einfach Nginx. Er schlägt mir die beiden jetzt hier schon vor, weil wir haben die ja vorhin schon mal heruntergeladen. Deswegen kann ich das Ganze jetzt auch gerne einfach auswählen und sage hier Doppelpunkt latest. Wird aber auch, habe ich auch schon mal gesagt, einfach ohne funktionieren. Dann würde mir sowieso immer die latest Version herunterladen. Wir können jetzt einfach diese Version hier nehmen, weil wir haben sie eben schon sowieso runtergeladen. So, als allerersten Punkt wollen wir jetzt die Ports haben. Dafür gibt es ja eigentlich normalerweise einen Haken, Publish All Ports zu irgendwelchen Random Ports. Dann wird er hingehen und alle Ports, die in einem Container freigeschaltet werden, irgendwelchen Tralafitti-Ports 65.111 oder sowas auf meinem Host freigeben. Aber wir wollen natürlich selber definieren, was sind das für Ports. Deswegen machen wir das hier drüber. Was hat Webserver standardgemäß, wenn der nicht konfiguriert ist? 80. Deswegen hier 80. Hier steht es auch nochmal extra. Das ist der Port im Container. Port 80. Hier kommt der Port hin für den Host. Auch 80. Das heißt, wenn wir den Host auf unserer IP-Adresse ansprechen, jetzt nachher auf Port 80, wird uns dieser Host, hier ist extra so ein Pfeilchen, mit dem Container verknüpfen, der auch auf Port 80 hört. Man kann hier aber auch hinschreiben Port 5000. Dann heißt das, wenn ich auf meine IP-Adresse 192.168, ich gehe mal kurz zu unserem Bildchen, mein Host anspreche, Port 5000, ist der aber verknüpft, wieder zurück zum Portainer, mit dem Port 80 auf meinem Dings. Ich glaube, ich lasse das auch so, damit ihr das mal versteht. Also in dem Container hört die Applikation auf Port 80, ist Standard. Bekommen wir mit Sicherheit auch hier irgendwo gesagt in dieser Quick Reference. Hier haben wir es, Port 80. Und hier vermitteln sie das Ganze auf 8080. Wir machen jetzt mal bei mir 5000 und vermitteln das Ganze auf den Port 5000. Viel mehr bräuchte man rein theoretisch gar nicht. Aber wir haben ja eben schon gesagt, es gibt sogenannte Standardseiten, die der Nginx gerne hätte. Und das wäre eine Verknüpfung zum Content auf unserem Betriebssystem, beziehungsweise da, wo wir drin arbeiten. Da, wo eure Index-HTML von eurem Webserver stehen würde. Können wir gerne tun. Hier über die Volumes gibt es im Endeffekt dann diese Verknüpfung. Hier gibt es dann jetzt diese Volumes, die wir erstellen können, um unsere persistenten Daten, so ein Webserver wäre vielleicht nicht schlecht, hätte der persistente Daten im Endeffekt, ja,
die hinzuzufügen. Lassen wir jetzt mal kurz weg, machen wir erst beim nächsten Container, um uns da ein paar Volumes zu erstellen, weil dann kriegen wir jetzt einfach die Standard-Webseite von Nginx einfach angezeigt. Hier ist diese Verknüpfung. Aber gehen wir mal weiter durch, damit wir es gleich nicht machen müssen. Bei Command-Logging sind im Endeffekt so ein paar Grundprinzipien, die man noch angeben kann. Aber wie gesagt, das sind eigentlich eher die fortgeschrittenen Sachen. Für euch vielleicht interessant ist hier dieses Interactive TTY. Das ermöglicht euch, wie ich vor ein paar Minuten ja euch erzählt habe, auf diese Konsole in den Container zu gehen. Das geht auch nur, wenn ihr hier dieses ganze Interactive TTY anwählt. Das geht nur dann. Ansonsten hier kann man noch angeben, unter welchem Benutzer dieser Container auf dem Betriebssystem, nicht auf dieser Portainer-Oberfläche, auf dem Betriebssystem gestartet wird. Wenn man hier nichts macht, dann nimmt der standardgemäß einfach jetzt in meinem Falle, weil es einfach unter Root läuft, den Root-Benutzer-Account. Ebenfalls hier unter Netzwerk könnt ihr eigentlich erstmal Standard lassen. Bridged haben wir eben schon mal geklärt, damit einfach Ports von außen auf das Host-Betriebssystem vom Container aus gemappt wird, braucht man jetzt hier weiter nichts anfassen. Aber hier findet man auch den Hostname. Also so ein Container kann auch einen Hostname, einen Netzwerk-Hostname bekommen. Und den kann man hier einfach definieren. Die geben mir sogar ein gutes Beispiel, einfach mit Web01. Und dann wird jetzt auch der Container netzwerkseitig Web01 heißen. Wir haben es ja gerade ganz oben definiert. Der Name von dem Container ist eigentlich Webserver, aber wirklich der richtige Netzwerkname lautet jetzt Web01. Environment-Variablen sind Variablen, die wir von außen dem Container mitgeben können. Brauchen wir gleich bei unseren nächsten Containern. Lassen wir erstmal weg. Labels sind, ja, was so ein Label schon sagt. Hier kann man jetzt irgendwas dran schreiben. Was weiß ich, Webserver, irgendeine Beschreibung ist das, damit man ihm ein Label geben kann. Wie so ein Textmarker. Pum. Da kann ich jetzt schreiben Webseite 1 oder Webseite und das gehört dann irgendwie Dennis. Also man klebt da einfach ein Label dran. Damit kann man, wenn man große Umgebungen hat, die Container besser managen und Labels dran kleben. Restart Policy, das hatten wir schon mal auch vor ein paar Minuten irgendwann. Da wähle ich immer hier Always aus. Heißt also, wenn unser Hauptbetriebssystem mal neu startet, wähle ich hier einfach Always aus. Und wenn es dann neu startet, kommt dieser Container hier, den ich jetzt hier erstelle, automatisch beim nächsten Neustart wieder mit hoch. Das sagt hier im Endeffekt mein Always. Nur wenn ich jetzt on Failure sagen würde, dann würde er nur bei einem Fehler neu starten wieder. Also wenn ich das Ding hier einfach wieder neu starte, ganz normal, wäre es kein Fehler, dann wird er diesen Container nicht wieder anstarten. Unter Runtime braucht ihr euch erstmal keine großen Sorgen machen. Hier könnte man Memory noch hinterlegen, dass der wirklich für diesen Container, sagen wir mal, 1 GB RAM reserviert. In den meisten Fällen ist es so, dass man das gar nicht braucht so wirklich, sondern einfach sagt, nimm dir, was du brauchst. Wenn ich zu wenig habe, dann habe ich eben zu wenig. Wenn man reserviert, ist immer, kann man auch zu viel reserviert haben, braucht der Container gar nicht. Auch eher was für fortgeschritten, wenn man große Umgebungen managt. Erstmal alles gar nicht so wichtig. Unter Capabilities, ihr seht, es erschlägt einen eigentlich auch erstmal nicht so wichtig. Da kann man verschiedene Berechtigungen dem Container geben, damit er auf dem Host-Betriebssystem dies und jenes noch machen kann. Für unsere Grundlagen hier wirklich erstmal gar nicht wichtig. Das wird erst interessant, wenn wirklich Container super spezielle Sachen auf dem Host-Betriebssystem dürfen, wenn die sich miteinander viel weiter verknüpfen dürfen, kommunizieren dürfen und so weiter. Erst dann ist das im Endeffekt wichtig. Das waren erstmal so die Grundlagen jetzt für diesen kleinen Webserver hier. Wir klicken einfach mal auf Deploy. Jetzt passiert im Endeffekt nichts anderes, dass der wirklich jetzt hingeht und diesen Container, diese ganze Runtime startet mit unserem eben schon heruntergeladenen Nginx Image, das dann jetzt anstartet. Wir klicken mal hier auf Logs. Ich habe ja eben schon mal gesagt, man kann da immer schön sehen, was irgendwie passiert. Macht er hier auch. Er startet hier wirklich den Prozess Nginx und startet uns jetzt den Webserver. Wir klicken mal hier nochmal auf die Statistik-Page. Und jetzt seht ihr auch hier, dass hier wirklich ein Daemon läuft mittels Nginx. Also der Webserver läuft irgendwie. Wieder zurück. Auch hier hinten sehen wir jetzt unsere Port-Verknüpfung, Port 5000 auf Port 80 im Container. Was habe ich euch eben gesagt? Wenn wir die IP-Adresse jetzt hier eingeben, 140 Port 5000, landen wir auf der Welcome-Page von unserem Nginx. Das heißt, unser Nginx
gibt jetzt wirklich seine Daten raus auf das Host-System, auf Port 5000 und gibt uns hier diese Informationen aus mit unserem Nginx. Damit ist unser Grundlagen-Container, unser erster Container, der ja auch flüchtig ist, im Endeffekt schon erledigt. Diese Flüchtigkeit möchte ich euch jetzt einmal zeigen, weil ich habe es halt eben so häufig erwähnt. Ich gehe jetzt mal in diesen Webserver rein. Ich habe euch gesagt, es gibt da ja so eine Konsole. Und editiere jetzt mal diese Page hier und manipuliere die und starte den Container mal neu. Ich weiß gar nicht, wo das lag, unter User Share Nginx, glaube ich, und da unter HTML und da gibt es eine Datei namens index.html und die bearbeite ich jetzt mal. Na, leider gibt es denn ein VI hier in der Umgebung? Leider auch nicht. Dann remove ich die Datei einfach mal. Jetzt habe ich die Datei einfach mal entfernt und aktualisiere die Page hier. Bam! Und ihr seht, es ist nichts mehr da. Er kann keine Datei mehr aufrufen. Alles ist verbunden. Aber, ganz wichtig, ich habe diese Datei jetzt nur im Container gelöscht. Mehr habe ich nicht getan. Und jetzt starte ich den Container einfach mal neu. Und dann könnt ihr sehen, dass der Container aus seinem Standard-Image wieder hochkommt und diese Webseite wieder da ist. Also einfach mal anklicken. Ich sage hier einfach mal Restart. Und jetzt passiert wirklich nichts anderes, dass der den Container wegschmeißt und den Container im Endeffekt einfach wieder neu ausrollt in dem Sinne. Ne? Das wird alles wieder jetzt auf 0 gesetzt. In die Logs sehen wir auch schon wieder, hier ist nichts da. Er startet ganz normal den Dienst wieder. Und jetzt drücke ich hier auf Aktualisieren. Ja gut, er hat den Container jetzt leider doch richtig neu gestartet. Das war blöd. Wir müssen hier einmal sagen, wo haben wir es denn? Jetzt bin ich blind. Hier Recreate, dann wird der Container weggeschmissen und dann sind auch die Daten im Endeffekt frisch. Beim Neustart, der Container bleibt nämlich bestehen, die Runtime bleibt da, nur wenn der Container heruntergefahren wird und dann ist der im Endeffekt neu. Man kann mittlerweile den Container komplett einfach mal neu starten, ohne dass die Runtime im Endeffekt davon verloren geht. So, jetzt nochmal. Und da ist unsere Welcome-Page wieder, der Container ist im Endeffekt neu und läuft einfach erstmal wieder weiter. Auch das Ganze wäre bei einem Neustart eures Host-Betriebssystems wäre das so, weil nämlich der Container einmal weg ist und startet dann neu. Also nicht erwarten, das ist dann kein Restart in dem Sinne. Wenn ihr euer Host-Betriebssystem neu startet, ist das quasi wie ein Restart eures kompletten Containers. Ganz, ganz wichtig. So, damit haben wir unseren ersten Container. Und ab jetzt würde ich sagen, drehen wir so ein bisschen auf und fahren jetzt im Endeffekt unser Programm einfach mal so ab mit dem, was wir hier haben wollen. Unseren Reverse Proxy Manager. Und das ist wahrscheinlich auch das, weswegen einige von euch hier sind. Da werden wir jetzt auch so ein bisschen mal die Haken so ein bisschen anziehen und werden jetzt mal die Grundlagen, die wir jetzt verarbeitet haben, mal voraussetzen und werden im Endeffekt die Informationen, die wir für diese Tools brauchen, einfach mal, anwenden. Das heißt, es gibt nicht immer und überall eine Erklärung, wofür und was ich tue, sondern wir ziehen das Ganze einfach mal durch. Nein, keine Sorge, es wird nicht kompliziert werden. Ihr werdet es immer noch selbstverständlich verstehen. Dafür ist ja dieses Training hier da. Trotzdem, auf ein paar Grundlagen darf und muss ich jetzt auch so ein bisschen aufsetzen, sonst werden wir niemals fertig. Wunderbar. Also, als allererstes, es gibt natürlich die Internetseite vom Nginx Proxy Manager. Du wärst nicht hier, wenn du nicht wüsstest, was es ist. Trotzdem kurze Erklärung. Ein Reverse Proxy Manager ist im Endeffekt die Verbindung oder der Verbindungsweg von außen nach innen rein auf einen Namen, den ich euch ja hier schon mal hingeschrieben hatte, wo der dann hingeht und filigran sagen kann, zum Beispiel web1.dschröd und dann landet diese Anfrage auf dem Reverse Proxy Manager und der weiß anhand von dem Namen Web1, alles klar, das ist Webserver 1, IP-Adresse 100. Wenn hier allerdings steht Web20, weiß der Reverse Proxy Manager anhand nur von dem Namen hier, alles klar, das ist Webserver 20, Webserver 20 geht dahin, IP-Adresse 1.120. Und dafür ist der Reverse Proxy Manager da. Unter anderem, der kann aber noch natürlich deutlich mehr. Quick Setup, da waren wir eben schon mal, da haben wir gesehen, es gibt einen Docker Compose File, aber wisst ihr was? Wir machen das Ganze einfach mal per Hand und werden das Ganze über die Portainer Oberfläche selber managen und leiten.
Ich habe dafür allerdings mal, es gibt eine weitere unter Setup Instruction, gibt es ein paar mehr Informationen und da werden wir uns jetzt einfach mal ganz einfach dran langhangeln. Anhand von der Datei bauen wir das jetzt nach. So, wir fangen an. Portainer, als allererstes, bevor man einen Container ausrollt, braucht man seine Volumes. Die tauchen hier unten auf, die werden wir jetzt als allererstes erstellen. Wir brauchen scheinbar zwei, einmal Data und einmal für Let's Encrypt, für unsere Zertifikate. Machen wir, kein Problem. Volumes, neues Volume, im Endeffekt gebe ich ja hier nur den Namen an, machen wir. Wir geben hier an Nginx PM für Proxy Manager unterstrich Data. Mehr mache ich weiter gar nicht, sage hier natürlich Local, damit es lokal auf meinem Host ist und sage einfach Create Volume. Damit ist das Ganze erstellt. Und das Ganze nochmal, nicht nur Data, sondern Let's Encrypt und Create Volume. Damit haben wir jetzt die zwei Volumes, die wir für unseren Proxy Manager brauchen, die der uns hier mitgeteilt hat. Die werden wir gleich ganz normal beim Container Rollout miteinander verknüpfen. So, dann fangen wir jetzt oben an. Er will das Image haben, achso, heißt, wir müssen den Container ausrollen. Okay. Wir gehen auf Container, Add Container, also neuer Container und wir nennen ihn auch hier Nginx Proxy Manager. So, wie heißt das ganze Paket? Gucken wir nach. Das Ding heißt hier JC21 Proxy Manager Latest, kein Problem. Kopieren wir uns einfach, fügen wir hier ein. Auch wunderbar. Jetzt kommen wir zu unseren Ports. Hat er uns hier auch gesagt, wir brauchen 80, wir brauchen 443, wir brauchen 81. 80 und 443, logisch, ist klar, für die ganzen Webseiten, habe ich euch gerade erklärt, Webserver 1, 5, 7, 12, die lauschen ja alle auf Port 80, beziehungsweise von außen wird auf Port 80 443 gelauscht und Port 81 steht hier sogar, ist für die Admin-Web-Oberfläche. Alles klar, machen wir, kriegen wir hin, haben wir gelernt, gar kein Problem. Port 80 verknüpfen wir mit Port 80, Port 443 mit Port 443. Und Port 81 für die Admin-Oberfläche mit Port 81. Haben wir alles gelernt, haben wir alles durchgekaut, ist die Container-Verknüpferei mit den Ports. Wir bauen ja im Endeffekt hier diese Anleitung nur so ein bisschen nach. Jetzt kommt so ein kleiner Clou, den ich ganz gerne mitmache und das ist hier dieses DB SQLite-File. Hier oben wird jetzt ja wirklich eine richtige Datenbank benutzt. Ich sage immer, braucht man gar nicht, man kann das Ganze auch auf einer SQLite-Datenbank machen und dafür gibt er uns hier eine Information mit. Wir können das Ganze einfach auch in einer Datei ablegen, in unserem Data-Ordner als SQLite-Datei. Dann müssen wir das hier mittels Environment-Variable dem Ganzen mitgeben. Haben wir gelernt, Environment-Variablen? Habe ich gelernt. Gibt es hier unten unter env, fügen wir jetzt einfach die Environment-Variable hinzu. Gucken wir uns nochmal an, wie hieß die? Die hieß db-SQLite-File. Jetzt habe ich hier mein Fensterchen gerade abgedockt, mir tut's leid. Gehen wieder zurück, tragen den Namen hier ein, gehen wieder zurück und haben wir festgestellt, oh, der will das Ganze im /Data-Ordner ablegen. Machen wir, gar kein Problem. Kopiere ich mir, füge ich hier ein, heißt dann nachher database.sqlite. Sache erledigt. Was war noch? Hier oben natürlich Restart Always. Der Container soll natürlich immer wieder zur Verfügung stehen, also Restart Policy Always. Was haben wir noch gelernt? Netzwerk brauchen wir eigentlich nicht viel machen, aber wir tragen hier zumindest mal ein Nginx PM für Proxy Manager. Alles klar, mehr will ich nicht. Was haben wir noch gelernt? Volumes. Wir haben zwei Volumes, die wir jetzt einfach hinzufügen müssen. Erste ist Data, zweite ist Let's Encrypt. Wir gucken nach, wohin soll er die verknüpfen. Das erste nach /Data kopieren wir uns, fügen wir hier ein und das zweite etc Let's Encrypt fügen wir hier ein, fertig. Damit haben wir jetzt diese Verknüpfung, genau wie es hier dargestellt ist mit den Volumes, haben wir jetzt hier unten fertiggestellt. Unser Volume Data nach /Data und unser Volume Let's Encrypt nach etc/Let's Encrypt. Gibt er uns hier schließlich irgendwie vor. Haben wir alles. Damit ist unsere Einrichtung fertig. Wir haben einen Namen, wir haben das Image, wir haben gesagt
Restart Always, wir haben alle unsere Ports, wir haben unsere Umgebungsvariable, da wir ja hier nur eine SQLite-Datei benutzen, haben wir angegeben. Wir können, wenn wir wollen, sogar noch IPv6 disablen, aber haben ja gerade gesehen, ich habe hier IPv6, also lassen wir es einfach an. Wir haben unser Volume hinzugefügt oder unsere Volumes hinzugefügt und dieses Depends on können wir vernachlässigen. Das ist im Endeffekt die Verknüpfung zu der hier noch starten wollenden Datenbank, die wir jetzt ja gerade ablösen durch dieses SQLite-File. Eins fällt mir aber noch ein, damit wir auch ein bisschen auf die Kommandozeile wieder drauf gucken können, habe ich euch beigebracht. Interactive TTY anklicken und damit sind wir fertig. Wir klicken auf Deploy Container. Was passiert jetzt? Wie immer, dieses Image haben wir nicht. Dieses Image wird heruntergeladen. Dieses Image wird von meinem Host-Betriebssystem ganz normal entpackt. Und dann wird der Container mit unseren Einstellungen, die wir hier vorgenommen haben, gestartet. Und wir können auf unseren Reverse Proxy Manager zugreifen. Ist das nicht einfach? Warten wir jetzt mal eben so lange ab. Ich mache mal ein kurzes Trinkcut und dann können wir schon den Reverse Proxy Manager einstellen. Kurze Trinkpause ist vorbei. Ihr hoffentlich auch. Wichtig und mitschreiben und selber ausprobieren. Ich bin jetzt hier im Status, dass der NGX Proxy Manager quasi das Deployment durchlaufen hat und jetzt gerade startet. Ich aktualisiere mal. Noch ist er im Starting-Prozess. Wenn man ein bisschen mehr sehen will, was passiert, kann man hier einfach auf die Log-Datei draufklicken. Habe ich euch schon mal gesagt. Und da sehen wir, jetzt gerade steht hier dabei und ist sogenannte JWT. Ich glaube JSON, ich komme jetzt nicht auf den Namen, irgendwas mit JSON-Keys. Auf jeden Fall generiert er hier gerade sogenannte, ich weiß nicht, ob das SSL-Keys sind, aber er generiert gerade ein Key-Pair, was sowieso immer ein Momentchen dauert. Deswegen ist er noch in seinem Startprozess, bevor wir jetzt gleich auch diesen Container selbstständig über eine GUI ansprechen können und die Erstinitialisation vornehmen können, also einen Benutzer-Account anlegen und dann ist das ganze Ding auch erstmal schon mal erreichbar. Ne? Und dann stellen wir jetzt gleich auch auf meiner Fritzbox das Ganze jetzt gleich mal so weit um, dass wir auch diesen Dienst sozusagen zur Verfügung stellen. Ne? Aber jetzt müssen wir erstmal warten, bis dieser Container hier gestartet hat. Und dann auch wirklich sagt, ich bin up and running. Aber komm, während wir hier warten, können wir schon mal auf meine Fritzbox gehen. Die ist ja ganz normal wie immer erreichbar, wie bei euch, über eine IP-Adresse oder über fritz.box. Ich wähle mich hier ein. Ja, ich blende jetzt hier nicht meine Telefonnummern und sonst was aus. Macht keinen Sinn. Aber was wir suchen, finden wir hier über Internet und dann unter Freigaben. Und hier sind die sogenannten Portfreigaben. Und ich habe euch eben schon erwähnt, der NGINX Proxy Manager hört halt eben auf Port 80 und 443 für seine Reverse-Proxy-Weiterleitung. Also ihr müsst hier diesen entsprechenden Server, ihr seht hier bei mir zu Hause ist hier schon was eingetragen, müsst ihr im Endeffekt hier eintragen. Also sagen, Gerät für Freigaben hinzufügen, wählt hier euer System aus mit eurer IP-Adresse und könnt hier unten auf Neue Freigabe klicken. Ich ändere das jetzt bei mir hier einfach. Kann ich leider nicht tun. Deswegen muss ich dann rauslöschen, tut mir leid. Muss es dann doch speichern und dann muss ich es doch machen. Gerät für Freigaben hinzufügen. Ich wähle jetzt hier auch mein System mit der IP-Adresse 140. Wenn ich es irgendwo finde, das heißt glaube ich Debian Test irgendwas. Jetzt muss ich erstmal wirklich finden. Sonst werden wir hier nie da haben wir es. Debian Train. Hier haben wir auch die IP-Adresse und jetzt füge ich hier meine Freigaben hinzu. Portfreigabe, HTTP-Server, Port 80 hinzufügen. Neue Freigabe, Portfreigabe, HTTPS 443 hinzufügen, OK klicken. Das war's. Und jetzt fügt ihr hier HTTP und HTTPS als Freigabe, Port, Weiterleitung auf mein System. Das, wie gesagt, das sieht auf irgendwelchen Speedports und keine Ahnung, sieht das alles irgendwie ein bisschen anders aus. Ich habe halt eben hier nur eine Fritzbox. Ich kann es leider euch nicht zeigen auf irgendwelchen anderen Gerätschaften, die ihr von euren Providern bekommt. Ich kann das hier leider nur für hier zeigen. Also, wenn jetzt von außen einer mich anfragt, Port 80, dann wird diese Anfrage von meiner Fritzbox, die hat gesagt, warte, stopp, und schickt das weiter jetzt auf mein Betriebssystem, wo wir jetzt gerade hier drauf gearbeitet haben, hin und schickt das ganz normal zu meinem Proxy Manager, der währenddessen jetzt hochgefahren ist. Wir gucken nochmal in die Logs rein. Wir sehen auch complete, alles ist erledigt. Wir könnten jetzt darauf zugreifen. Wie gesagt, das ist im Endeffekt die Port-Weiterleitung von außen jetzt auf euren Reverse Proxy Manager. Mehr braucht ihr auch für diese Umgebung erstmal nicht. Was wir natürlich am Anfang mal geklärt hatten, ihr braucht hier diesen entsprechenden Namen mit dünnem DNS,
Aber wenn ihr über diese Sachen drüber schon nachdenkt, dann habt ihr das schon geklärt und wir haben eben schon drüber gesprochen. Schön. Vielleicht nochmal zum Abholen. Dieses DynDNS kann man hier konfigurieren. Als Beispiel habe ich hier meinen Dienst mit DDNSS, immer schwieriger Name. Bei mir als Beispieldienst hier gibt natürlich noch zig andere Anbieter. Ne? Hier sind sie alle gelistet, wo man sich da irgendwas erstellen könnte. Hier ist das Passwort von mir, ändere ich gleich natürlich. Und das war's. Korrekt. So, dann gehen wir wieder zurück. Wir greifen jetzt auf unseren Nginx Proxy Manager zu, würde ich sagen, den wir gerade ausgerollt haben. Hier läuft er. Wir wussten ja, auf Port 81 lauscht er. Also, wie immer, IP-Adresse eingeben, 0.41, Port 81. Greifen wir mal drauf zu. Ich habe die falsche IP-Adresse eingegeben. Ich muss eingeben 140 und nicht 41. Und dann landen wir auch in unserem Account vom Nginx Proxy Manager. Jetzt muss ich gerade einmal selber gucken, was der Standardname ist. Hier admin@example.com mit dem Passwort ChangeMe. Werden wir benutzen. E-Mail, Passwort, ChangeMe, Sign in. Ist einfach der Standard-Benutzername und Passwort. Jetzt sagt er uns auch, bitte editiere das Ganze. Machen wir in meinem Fall mal Dennis Schröder. Nickname, lassen wir Admin stehen. E-Mail lassen wir auch, admin@example und drücken einfach auf Save. Ach, müssen wir doch ändern. Okay, dann dennis@schröderdennis.de und damit haben wir es. Nickname bleibt einfach Admin. Save. Und damit haben wir das Ganze gespeichert. Momentanes Passwort ist ChangeMe. Ich wähle mein gängiges Passwort hier aus und sage Save. Damit ist die Grundkonfiguration von unserem Nginx Proxy Manager erledigt und wir müssen wirklich hier jetzt erstmal nichts weiter unternehmen, sondern das wird erst interessant, wenn wir jetzt gleich einen weiteren Dienst auf unserem Container-Host-Server, wie auch immer, ausgerollt haben, um natürlich jetzt hier irgendetwas zur Verfügung zu stellen. Es ist schließlich nur ein Reverse Proxy Manager, der ist nur für unsere Weiterleitung, für unsere Intelligenz im Endeffekt zuständig. So, was wollten wir ausrollen? Wir wollten Vault Warden ausrollen. Ne? Das gibt es auch als Paket. Ich glaube, es ist sogar auf Docker Hub auch irgendwo einsichtlich, aber hier ist im Endeffekt diese GitHub-Seite, wo alles nochmal erklärt steht. Was müssen wir tun? Und hier im Endeffekt genau dasselbe. Es gibt einfach einen Docker-Run-Befehl, wo irgendwie dieser Bitwarden, Vault Warden, Entschuldigung, ausgerollt wird. Ihr seht, dafür ist nicht viel da, was wir machen müssen. Wir müssen nur einen Namen haben, wir müssen ein Volume haben wir drüber geredet. Wir brauchen ein -P, einen Port und wir brauchen im Endeffekt das Paket. Mehr brauchen wir einfach für eine laufende Vault Warden mit unserem Passwortmanager, unseren Bitwarden Passwortmanager. Mehr brauchen wir einfach nicht dafür. Wir sind wieder faule Schweine, wir machen das Ganze wieder über die Portainer-Oberfläche. Ziel ist natürlich nachher, dieses Bitwarden über unseren Reverse Proxy Manager von außen her erreichbar zu machen. Das heißt also, ich hole mal mein Handy, ihr wollt ja nachher mit der Bitwarden App, mit eurem Handy, wollt ihr ja nachher von außen mit dieser Bitwarden App eure Passwörter auf eurem Handy haben. Dafür machen wir das Ganze jetzt gerade hier. Schön, also fangen wir wieder von vorne an. Ein Container hinzufügen. Wie nennen wir das Ganze? Wir nennen es einfach Bitwarden, ist ja wohl klar. Und wieder von vorne. Imagename hatten wir gerade gehabt. Ich suche es nochmal raus. Imagename ist hier vaultwarden/server latest. Kopieren, einfügen. So, dann fängt es wieder an mit den entsprechenden Ports. Was sagt er uns hier? Er will Port 80 haben. Einmal kurz nachdenken. Auf unserem Host, linke Seite, haben wir Port 80 leider nicht mehr zur Verfügung. Da müssen wir jetzt irgendwas umbraten. Also nehmen wir irgendeinen freien verfügbaren Port, irgendeinen High-Port. High-Ports sind über 1024 als Info. Und verdröseln den einfach mit dem Container-Port 80. Mir fällt mal gerade was auf, bevor wir hier weitermachen. Wir sollten mal eben kurz ein Volume anlegen. Das habe ich gerade vergessen. Also nochmal zurück. Add Volume, denn wir wollen ja schließlich, dass unsere Passwörter nach einem Container-Neustart wieder da sind, also brauchen wir persistenten Speicher. Also schreiben wir hier hin, bitwarden_data. Local create volume. Damit haben wir das Ganze erstellt. Hier seht ihr jetzt auch unser Nginx Proxy Manager. Steht hier nicht mehr auf unused, sondern die werden jetzt wirklich auch benutzt, diese Volumes. Da liegen jetzt ja auch Daten drin. Ne? Nur nochmal zur Info.
Ja, wieder zurück, Container, add Container, nennen das Ganze Bitwarden. Der Container sollte heißen, hatten wir hier eben, Vault Warden /Server latest und fügen jetzt unseren Port hinzu. Das war Port 80, wollte er haben. Und wir haben gesagt, wir brauchen irgendeinen High-Port. Nehmen wir mal Port 5000, ist bestes Beispiel. So, damit ist nachher natürlich unser Bitwarden erreichbar über unseren Host Port 5000. Das heißt, wenn wir nachher hier in unserem Netzwerk sind und den direkt ansprechen wollen, ohne Reverse Proxy, hört der auf Port 5000. So, wieder zurück. Port haben wir. Namen von unserem Image haben wir. Jetzt brauchen wir ein Volume. Wunderbar. Volume haben wir gehabt. Volume haben wir hier. Volume wählen wir aus. Bitwarden Data haben wir. Wunderbar. Zurück. Es ist der Pfad /data/. Gar kein Problem. Füge ich hier ein. Funktioniert mit Sicherheit wunderbar. Haben wir die Verknüpfung. Was haben wir noch gelernt? Wir wollen vielleicht auf eine Shell kommen, Interactive TTY bitte auswählen. Ist für Troubleshooting-Zwecke einfacher. Wir gehen wieder zurück. Name haben wir, Volume haben wir, Port haben wir und die Instanz, wie wir sie starten, haben wir auch. Jetzt ein kleines Aber. Dieses Vault Warden hat eine Administrationsoberfläche, wo wir per Admin generelle Einstellungen machen können und die kann man sich freischalten. Und dafür gibt es hier einen Punkt namens Enabling Admin Page. Und das ist nichts weiter, dass man hier -e eine Environment-Variable setzt. Das ist der sogenannte Admin-Token. Und dann kommt man auch auf die sogenannte Admin-Page nachher drauf, um dieses ganze Vault Warden noch filigraner einzustellen. Ein kleiner Tipp von mir, das kann man dann so aktivieren. Also, Environment-Variable namens Admin-Token, Environment-Variable hinzufügen. Dann ist das die Environment-Variable-Namen. Und dann geben wir jetzt hier ein Passwort an und da sagen wir jetzt mal Training Docker. Das ist jetzt einfach unser Admin-Passwort. Training Docker, damit können wir uns nachher auf der Admin-Oberfläche einloggen. Bitwarden haben wir haben den Image-Namen, wir haben den Port. Das Ganze muss natürlich heruntergeladen werden. Wir wollen natürlich, dass das Ganze wieder jedes Mal neu startet. Das heißt, immer wieder dieses Always anklicken und wir sind auf der sicheren Seite. Aus meiner Sicht haben wir alles. Wir klicken auf Deploy Container. Das Ganze wird jetzt wieder 2 Minütchen dauern. Ne? Image muss wieder heruntergeladen werden. Image muss entpackt werden. Und dann wird der ganze Container gestartet. Ich trinke wie immer einen Schluck, ihr trinkt mal einen Schluck, ihr baut das Ganze nach. Und wenn der ganze Container hier ausgerollt ist, dann geht es weiter.